Heute wieder mit Tipps und Tricks zur Nutzung von JTL Wavi. Leute, heute erzähle ich euch ein paar Dinge, die ein paar Händler von euch vielleicht nicht wissen und die ganz nützlich sind für euren täglichen Umgang mit der JTL-Warenwirtschaft. Ich beginne auch gleich. Ein geiles Feature, worüber ich schon öfters gesprochen habe. Dazu gibt es auch einen Blogartikel von uns auf unserer Webseite www.ebakery.de/news. Und dort haben wir so ein paar Tipps und Tricks, wie ihr die JTL vielleicht ein bisschen besser nutzen könnt. Ich hoffe, das Video wurde schon geteilt in den verschiedenen Gruppen. Ich denke schon. Also, fangen wir einfach mal an. Es gibt zum Beispiel in der JTL-Warenwirtschaft die Möglichkeit, Postleitzahlen zu importieren. Dafür geht ihr auf Admin, dann auf allgemeine Einstellungen, dann auf Postleitzahlen. So, klicke ich einfach mal an. So, dann könnt ihr diese Postleitzahlen importieren in die JTL-Warenwirtschaft. Dafür gebt ihr auf den Ordner JTL Software, den Installationsordner, und habt dann Importdateien. So, hier ist die Importdatei Postleitzahlen Deutschland, Österreich und Schweiz. Diese könnt ihr dann relativ easy importieren in eure JTL-Warenwirtschaft. Ja, mache ich jetzt gerade mal. So, alle vorhandenen Postleitzahlen werden gelöscht. Fortfahren. Ja, und jetzt macht er das Ganze auch. Also Postleitzahlen, das mit jeder JTL-Warenwirtschaft, mit jeder JTL-Wavi-Installation bekommt ihr die Postleitzahlen mitgeliefert. Die könnt ihr dann importieren. Und jetzt habe ich 49.620 Postleitzahlen erfolgreich importiert. So. Der nächste Trick in der JTL-Warenwirtschaft ist, wenn ihr zu große Bilder habt, beispielsweise Megabyte große Bilder, habt ihr das Problem in eurem Shop, dass er langsamer wird. Ja, ihr könnt die Bilder auch in der JTL-Warenwirtschaft runterskalieren. Dafür gibt es den Reiter Artikel und dann auf Bildgrößen. Jetzt könnt ihr die Bilder skalieren und konvertieren. Ja, ihr könnt sagen, zeigt mir bitte alle Bilder ab beispielsweise 100 Kilobyte, ja, dann zeigt er alle Bilder an und diese könnt ihr dann skalieren, indem ihr dann sagt, okay, ich möchte die Bilder in folgender Größe haben, 2000 mal 2000 als Beispiel. Ihr könnt natürlich andere Größen wählen, das ist, liegt euch frei. Und dann wählt ihr über alle auswählen oder ihr wählt einzeln die Bilder und könnt die dann konvertieren. Ja, also das ist ein super geiler Tipp. Also wenn die Bilder zu groß sind bei euch in der JTL-Warenwirtschaft, Bilder runterskalieren, geht über die JTL-Wavi, dafür auf Artikel und dann auf Bildgrößen. Ja, so. Es gibt natürlich viele weitere Möglichkeiten, wie ihr die JTL-Warenwirtschaft besser nutzen könnt. Das waren jetzt 2 Tipps von mir gewesen. Aber wenn ihr wollt, gehe ich mal kurz auf die Rechnungsvorlagen ein, besser gesagt die Druckvorlagen. Wie ihr wisst, arbeitet JTL mit List und Label. Ja, und hier sind die kompletten Vorlagen, ja, Rechnungen, Angebote, Lieferscheine etc. Ja, diese könnt ihr auch hier bearbeiten. Soweit ich weiß, hat Marc Coster von Marco Software ein paar Vorlagen beigesteuert. Das heißt, in der Standardversion, also defaultmäßig bei JTL, habt ihr die Möglichkeit, Standard, elegant, professionell und einfach zu nutzen. Das heißt, ohne große Kenntnisse habt ihr schon ein cooles Rechnungslayout. Ja, also ich füge mal hinzu, elegant, dann professionell und zeige euch auch gleich mal die einzelnen Vorlagen und einfach. Die könnt ihr einfach hinzufügen. Ja, und dann könnt ihr diese dann bearbeiten. Ja, ihr braucht keine großen Programmierskills oder wie auch immer. Das ist relativ easy. Ja, wir gehen jetzt mal und schauen uns mal die professionelle an, ja, die Druckvorlage. Die wird jetzt auch hoffentlich gleich geöffnet. Wie gesagt, es ist live. Ich mache das hier live. Ich bereite das kaum vor, sondern ich mache es einfach, weil ich gerade Lust drauf habe. So, jetzt haben wir die professionelle Rechnungsvorlage.
Hier habt ihr zum Beispiel so ein Muster. Ja, Musterfirma, das ist jetzt das Logo. Ihr könnt jetzt euer eigenes Logo einfach hinzufügen. Ja, dafür entfernt ihr das einfach und sagt dann einfügen, Bild und fügt euer Logo mit ein. Einfach hier den Bereich auswählen, sagen hier aus Datei oder aus Formel und Bild kommt rein und das könnt ihr dann nutzen. Ja, die professionelle Vorlage finde ich sehr, sehr ansprechend und viele JTL-Händler nutzen die professionelle Vorlage. Das heißt, das ist, glaube ich, die meistgenutzte Vorlage von den JTL-Händlern, also die ich bisher kenne. Und die könnt ihr dann letztendlich nutzen, ändert einfach euer Logo. So typische Dinge, die man immer rausnimmt, ist zum Beispiel Gläubiger-ID. Eine Gläubiger-ID nutzen die wenigsten, außer ihr macht SEPA-Lastschriftverfahren, dann benötigt ihr die Gläubiger-ID. Ansonsten raushauen. Wie auch ein Telefax haben wenige, die könnt ihr einfach mit wenigen Klicks raushauen. Das ist kein großes Problem. Das jetzt zu der professionellen Druckvorlage für die Rechnungen. Dann habt ihr natürlich auch weitere Vorlagen, wie beispielsweise die elegante Variante. Ja, ist wirklich elegant, also kein Schmuh hier. Und die sieht dann so aus mit einer schönen Unterschrift von Max Mustermann. Ja, die könnt ihr natürlich auch ein bisschen bearbeiten, umbauen, euer Logo hinzufügen und dann habt ihr eine elegante Rechnungsvorlage. Und es gibt eine weitere Vorlage, die einfache Vorlage. Die öffnen wir einfach mal. So, einfache Vorlage. Sie ist einfach. Ja, und den Hinweis zum Beispiel, wenn er euch nervt, ja, hier die Netto-Einzelbeträge sind auf 2 Dezimalstellen gerundet und so weiter und so fort. Das könnt ihr natürlich auch ändern. Ja, also einfach hier einen Doppelklick unter Hinweis und dann könnt ihr den Text einfach mit wenigen Klicks hier ändern. Ja, zum Beispiel ich schreibe jetzt Ali von eBakery. Ali von eBakery. So, ich speichere das Ganze. Und jetzt steht hier beim Hinweis Ali von eBakery. Wie ihr seht, ist es mega einfach. Also ihr braucht da jetzt nicht große Skills zu haben. Aber es gibt auch ganz viele Servicepartner, die bieten Druckvorlagen kostenpflichtig an. Die könnt ihr dann kaufen, herunterladen und dann einfach importieren. Also der Import der Druckvorlagen ist auch nicht wirklich schwierig. Das heißt, wenn euch ein Servicepartner eine Druckvorlage erstellt, könnt ihr das ganz einfach hier importieren. Dann ist sie drinne. Wichtig natürlich, ihr müsst eure Druckvorlagen für jedes Ausgabeformat bearbeiten. Das bedeutet, oder halt importieren, exportieren und importieren. Ihr habt einmal den Reiter Faxen, Speichern, Mailen und Exportieren. Ja, beispielsweise Mailen ist defaultmäßig auf Standard gesetzt, wie auch Drucken, Faxen, Speichern. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn ihr nur hier bei Drucken euer Rechnungsformular ändert, sondern ihr müsst das Ganze auch bei Mailen machen, falls ihr das an den Kunden rausschickt, ja. Und ein guter Tipp noch, wenn ihr die Rechnungen speichert, versucht immer ein kleines Format zu nehmen, denn wenn ihr das beispielsweise für die Buchhaltung speichert, ist es halt blöd, wenn die Rechnung mit Logo und allem drum und dran halt riesengroß ist in der Datei, sondern es wäre gut, wenn ihr dann halt das Ganze so gut wie möglich minimiert, ja. Aber beispielsweise auch bei Mailen einen ganz coolen Tipp, den ich euch geben kann, ist, wenn ihr das Ganze bearbeitet, habt ihr hier oben den Betreff, ja. Ihr könnt hier oben den Betreff eurer E-Mail bearbeiten und den E-Mail-Text natürlich. Ja, das Ganze könnt ihr hier machen und hier habt ihr auch immer eine Vorschau, wie es dann aussehen würde. Ja, also so ist es defaultmäßig Standard und das Ganze könnt ihr natürlich in den Rohdaten dann auch bearbeiten, wie auch im Betreff könnt ihr das Ganze bearbeiten. Es ist wirklich nicht schwierig und JTL hat dazu eine richtig gute Dokumentation, wo auch die Variablen beschrieben sind. Schaut einfach mal in der JTL-Wiki rein. Da steht wirklich mega viel drinne und JTL hat auch einen YouTube-Channel, wo diese Dinge auch erklärt werden. Ich mache das immer so ein bisschen hier so kurz und knapp und wie ich gerade Zeit habe und Lust habe, um euch ein bisschen den Einstieg in die JTL-Warenwirtschaft zu vereinfachen. Aber JTL bietet da schon eine Menge Content und ihr müsst da halt nur immer ein bisschen aufpassen bei den Versionen in den YouTube-Videos,
weil die variieren manchmal. Manchmal habt ihr ein Video mit der 1.0-Version, manchmal habt ihr ein Video mit der 1.1-Version, manchmal habt ihr ein Video mit der 0.9-Version von JTL. Da müsst ihr halt immer drauf achten. Das kann nicht immer kompatibel zu eurer Version sein. Deswegen vielleicht einfach nur ein Ratschlag an JTL, falls Sie das Video sehen. Es wäre immer gut, wenn in der YouTube-Beschreibung oder auch im Titel steht, in welcher JTL-Version dieses Video gedreht worden ist, weil das verwirrt manchmal, wenn man sich nicht so gut mit der JTL-Warenwirtschaft auskennt. Falls ihr noch ein paar Fragen habt oder so, die ich euch beantworten kann, das mache ich jetzt gerne. Ja, ich habe mir jetzt die Zeit genommen, so ein kurzes Video zu machen. Falls nicht, hoffe ich, dass diese Tipps und Tricks euch weitergebracht haben. Ihr könnt hier einfach in den Kommentaren reinschreiben, was euch so interessiert. Und falls nicht, beende ich gleich das Video und hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.